Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich male wieder ein abstraktes Bild, ein ganz modernes, in frischen Farben. Dazu habe ich mir Grün und Gelb zusammengemischt, um ein helles, frisches Grün zu erhalten. Mit einem mittleren Pinsel bestreiche ich das Aquarellpapier mit glatter Oberfläche. Ich tropfe etwas Wasser mit einem Pinsel auf, um entsprechend eine Struktur zu erhalten, indem ich mit einem Küchenkrepppapier diese Wassertropfen abnehme und entsprechend etwas Acrylfarbe sich wieder löst. Das gibt dieser Farbfläche wieder etwas Lebendigkeit zurück. Mit weißer Acrylfarbe, die ich mit einem Tropfen Gelb vermischt habe, bestreiche ich nun die verbliebenen Papierflächen. Mit einer Schablone habe ich ein paar Muster aufgetupft mit einem Pinsel und mit dem gleichen Pinsel male ich noch ein paar breite Linien auf das Bild.
etwas verdünnte Farbe von diesem Gelb-Orange spritze ich auf die helleren Flächen auf und auch noch auf die grüne Fläche. Mit einem hellen Metallic Grün werde ich weitermalen. Den Pinsel, den ich dabei benutze, das ist eigentlich ein Kosmetikpinsel. Und da habe ich festgestellt, dass der sich hervorragend eignet, wenn man die Farbschablonen benutzt. Das ist so ein herrlicher Tupfpinsel. Und ich muss sagen, er eignet sich ganz besonders gut und hat viele feine Härchen, deswegen funktioniert es auch so. Und damit will ich euch nur sagen, ihr müsst nicht unbedingt teure Pinsel vom Künstlerbedarf-Geschäft kaufen, sondern diesen Artikel habe ich in einem 1-Euro-Shop entdeckt und benutze den. Und der eignet sich hervorragend, wie gesagt. Haltet also eure Augen offen. Es gibt immer wieder interessante Künstlermaterialien, die eigentlich eine komplett andere Funktion haben oder für etwas anderes gedacht sind. Und wenn eure Fantasie eben so weit ausreicht, um sich vorstellen zu können, das bei der Malerei zu benutzen, dann packt es einfach ein und kauft es. Das mache ich immer wieder in diesen 1-Euro-Läden. Wenn ich da mal durchlaufe, da entdeckt man sehr viele interessante Sachen im Haushaltswarenbereich, die man eben gut und gerne für die Malerei benutzen kann und die auch nicht teuer sind. Das ist nur so ein Tipp am Rande. Mit einer weißen Acrylfarbe vervollständige ich
das Bild, damit auch noch etwas erfrischende Helligkeit da reinkommt, die anderen etwas stark farbigen Flächen dann unterbricht. Das Bild ist fertig für meinen Geschmack. Vielen Dank für das Zuschauen. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Eure Anne Pross. Ciao.